Hallo und herzlich willkommen. Schaut euch doch mal um. Alles, wirklich alles, was ihr seht, von der Höhe eures Bildschirms bis zur Zeit, die gerade jetzt vergeht, können wir irgendwie beschreiben und verstehen. Aber wie machen wir das eigentlich? Tja, die Antwort liegt in der Mathematik. Genauer gesagt in den sogenannten Größen. Und das sind, wenn man so will, unsere geheimen Werkzeuge, mit denen wir aus Chaos Ordnung schaffen und die Welt für uns messbar machen. Was wir uns heute anschauen, ist quasi eine kleine Reise. Zuerst geht es um die Grundlagen. Wie vermessen wir überhaupt die Welt? Dann schauen wir, wie aus einem einfachen Strich eine ganze Fläche wird. Danach klären wir die Frage, wie schwer ist eigentlich was? Anschließend tauchen wir in die etwas abstrakteren Dinge ein, die unser Leben bestimmen. Und zum Schluss, da fügen wir das alles zu einem großen Ganzen zusammen. Also, seid ihr dabei? Dann legen wir los. Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Die erste große Frage ist doch, wie machen wir die Welt um uns herum überhaupt greifbar? Also, wie wird aus einem ganz normalen Tisch eine Zahl, mit der man rechnen kann? Wie schaffen wir es, eine Entfernung oder sogar sowas Abstraktes wie Zeit in etwas Messbares zu packen? Das ist sozusagen die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Genau das ist die Frage, um die sich alles dreht. Und es geht hier, das ist wichtig, noch gar nicht um komplizierte Formeln oder so. Nee, es geht um den allerersten, den fundamentalsten Schritt. Stellt euch vor, ihr sagt, ein Baum ist hoch. Okay, aber was heißt das denn genau? Wie wird aus so einer einfachen Beobachtung eine konkrete, eine vergleichbare Information? Tja, die Antwort ist eigentlich total simpel und genial zugleich. Das Konzept der Größe. Und eine Größe ist nichts anderes als eine Eigenschaft, die wir mit einer Zahl und einer Einheit beschreiben. Das ist der Trick. Wir sagen nicht einfach nur 5. Wir sagen 5 Meter. Wir sagen nicht 10, sondern 10 Kilogramm. Dieses kleine, aber feine Duo aus Zahl und Einheit, das ist der Schlüssel zu allem. So, und jetzt, wo wir dieses Grundprinzip haben, schauen wir mal, wie sich das Ganze aufbaut. Fangen wir mit dem an, was wir am besten kennen, dem Raum um uns herum. Wie vermessen wir den eigentlich? Tja, alles, wirklich alles, fängt mit einem einfachen Strich an. Und dieser Strich, das ist die Länge. Man könnte sagen, sie ist die Urmutter aller räumlichen Maße. Klingt kompliziert, ist aber super einfach. Die Distanz von Punkt A zu Punkt B. Wie weit ist es von dir bis zum nächsten Supermarkt? Wie hoch ist der Stuhl, auf dem du vielleicht gerade sitzt? All das ist Länge. Der absolut grundlegendste Baustein von allem. Und jetzt passt mal auf, wie genial und einfach das weitergeht. Sobald man das mit der Länge kapiert hat, ist der nächste Schritt total logisch. Man nimmt eine Länge, dann nimmt man noch eine zweite dazu, am besten im rechten Winkel, nennen wir die mal Breite und multipliziert die beiden. Und zack, schon hat man eine Fläche. Damit haben wir quasi die zweite Dimension erobert. Wirklich, so einfach ist das. Okay, den Raum haben wir jetzt im Griff. Aber was ist mit den Dingen in diesem Raum? Wie beschreiben wir das ganze Zeug, aus dem alles besteht? Und genau das bringt uns zu zwei super wichtigen Konzepten: Masse und Dichte. Also, hier müssen wir kurz aufpassen. Masse ist die reine Menge an Materie in einem Ding. Stellt euch einfach vor, ihr backt einen Kuchen. Die 200 Gramm Mehl, das ist die Masse. Und ganz wichtig, das ist nicht dasselbe wie Gewicht. Stellt euch vor, ihr fliegt zum Mond. Eure Masse, also die Menge an Zeug, aus dem ihr besteht, bleibt exakt gleich. Aber euer Gewicht wäre dort viel, viel geringer, weil die Anziehungskraft schwächer ist. Masse ist also das, was wirklich zählt. Den Spruch kennt ihr bestimmt alle, oder? Was ist schwerer, 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Stahl? Klar, die Antwort ist, beides ist gleich schwer. 1 Kilo ist 1 Kilo. Aber warum zum Teufel braucht man für 1 Kilo Federn einen riesigen Sack und für 1 Kilo Stahl nur einen kleinen Klotz? Genau diese Frage, die uns so verwirrt, führt uns direkt zur nächsten, super wichtigen Größe. Und hier kommt die Auflösung. Es liegt an der Dichte. Stahl hat einfach eine viel, viel höhere Dichte als Federn. Das heißt nichts anderes, als dass in einem kleinen Würfel Stahl unglaublich viel Masse, also Zeug, reingepackt ist. Bei den Federn ist das nicht so. Da ist viel Luft dazwischen. Dichte ist also quasi das Verhältnis von Masse zu Volumen. Und genau das erklärt, warum manche Dinge super kompakt sind und andere bei gleichem Gewicht riesig. So, bisher ging es ja um Dinge, die man anfassen und wiegen kann. Aber jetzt kommen wir zu den vielleicht mächtigsten Größen überhaupt. Und das sind die, die wir Menschen uns selbst ausgedacht haben.
Abstrakte Konzepte, die aber trotzdem unseren Alltag und unsere ganze Gesellschaft organisieren. Nehmen wir mal Geld. Das wächst ja nicht auf Bäumen. Das existiert in der Natur überhaupt nicht. Aber wir haben dieser Idee, dieser Größe eine unglaubliche Macht gegeben. Geld ist für uns der universelle Maßstab, um den Wert von allem zu messen. Von einem Kaffee, von Dienstleistungen, von unserer Arbeit. Eine total abstrakte Größe, die aber jeden einzelnen Tag unsere Entscheidungen lenkt. Und dann die Zeit. Wahrscheinlich die fundamentalste abstrakte Größe, die es überhaupt gibt. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht anfassen, aber sie bestimmt einfach alles. Wann wir aufstehen, wann wir arbeiten, wann wir uns mit Freunden treffen. Die Zeit ist quasi das unsichtbare Gerüst, auf dem unser ganzes Leben aufgebaut ist. Und schaut mal, genau wie bei der Länge vorher, ist auch die Zeit ein super klares System. Wir haben sie in Einheiten aufgeteilt, die fest zusammenhängen. 60 Sekunden sind eine Minute, 60 Minuten eine Stunde und so weiter. Erst diese Struktur macht die Zeit berechenbar. Und das ist mega wichtig, denn nur so können wir uns alle miteinander abstimmen und unsere Welt synchronisieren. Okay, lasst uns das alles mal zusammenbringen. Wir haben uns jetzt lauter einzelne Größen angeschaut, aber die eigentliche Power, die wahre Stärke von dem Ganzen, die zeigt sich erst, wenn man sie als ein einziges großes System sieht. Stellt es euch vor wie einen kompletten Werkzeugkasten, um die Realität zu beschreiben. Und genau das ist es. Das sind keine zufälligen Begriffe, die wir in der Schule lernen. Überlegt mal, mit Länge und Fläche beschreiben wir unseren Raum. Mit Masse und Dichte beschreiben wir die ganze Materie in diesem Raum. Und mit Geld und Zeit, da organisieren wir unser Handeln darin. Alles zusammen, das ist quasi das Betriebssystem für unsere Wahrnehmung der Realität. Dmitri Mendelejew, der Typ, der uns das Periodensystem der Elemente geschenkt hat das mal perfekt auf den Punkt gebracht. Er sagte, Messen ist der erste Schritt, der von der Beobachtung zur Wissenschaft führt. Und das fasst es doch super zusammen, oder? All diese Konzepte, von der einfachen Länge bis zur Zeit, sind so viel mehr als nur trockene Schulmathematik. Sie sind die Brücke, die uns vom bloßen Anschauen zum echten, tiefen Verstehen führt. Und mit dem Gedanken gebe ich die Frage direkt mal an euch weiter. Wenn ihr so über euren eigenen Alltag nachdenkt, was euren Tag strukturiert, was eure Entscheidungen beeinflusst, welche dieser Größen ist für euch persönlich am wichtigsten? Ist es die Zeit, die gefühlt immer zu knapp ist? Ist es das Geld, das euch bestimmte Dinge ermöglicht oder eben auch nicht? Oder ist es vielleicht die ganz simple Distanz, die ihr jeden Tag zur Arbeit zurücklegt? Denkt mal drüber nach. Super, dass ihr dabei wart.